Fotos bitte jetzt. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier zum Seminar, endlich mein Traumberuf, wie werde ich Musicalstar in nur 3 Stunden. Ich freue mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich freue mich, dass Sie alle Ihre Jobs gekündigt haben, um sich dieser brotlosen, aber doch drogenvollen Kunstszene hinzugeben. Doch am meisten freut es mich, dass Sie bereit waren, die Seminargebühr von 3.000 € zu überweisen. Meine Frau freut sich von Sylt aus. Es ist allerdings auch gut angelegtes Geld, denn ich bin bereit, Ihnen Tipps, Tricks und Geheimnisse mit auf den Weg zu geben, mit deren Hilfe Sie die Musical-Karriereleiter schwuppdiwupp nach oben kraxeln können. Und dort oben auf dem Musical Olymp erwarten Sie Glanz und Glamour, neue Städte, neue Leute, wilde Partys und heißer Sex, Blitzlichtgewitter, rote Teppiche, Vagabundenleben, Einsamkeit, Oberflächlichkeit, Selbstzweifel und Frustration, Angst, Wut, Magengeschwüre, Altersarmut, ständige Kritik an allem, was du sagst, tust oder auch nur ansatzweise denkst. Und Sie dürfen singen und tanzen. Aber apropos Singen, Sie haben ja alle den Song We Are the Champions aus dem Musical Wie will Mareike Röckju auswendig gelernt. Ich werde Sie dann nach dem Seminar einzeln auf die Bühne bitten und dort können Sie dann zeigen, was Sie so alles in diesen 3 Stunden gelernt haben. Wir sind ungefähr 1800 Leute, für jeden 5 Minuten, dann sind wir ungefähr in, was, 150 Stunden oder 3 Tage, ja so 150 Stunden sind wir dann durch. Das, meine Damen und Herren, ist auch schon die erste Lektion des heutigen Abends, Geduld. Ja? Ja, also wie oft passiert es mir, dass ich um 10 Uhr morgens zu einem Vorsprechen eingeladen bin und dass am nächsten Tag um 18 Uhr abends drankomme. Und dann betrete ich den Raum, bevor ich auch nur Piep sagen kann, heißt es, oh, Entschuldigung, das ist ein Missverständnis. Sie sind leider völlig umsonst hier. Wir suchen nämlich eigentlich nach einem großen, blonden, blauäugigen und vor allem dicken Mann. Und zack, hat mal wieder Patrick Stanke die Rolle bekommen. Aber ich schweife ab. Es ist für Sie als angehender Musicalstar enorm eklatant und eminent wichtig, dass Sie Ihr alltägliches Leben als eine einzige Probe für den großen Musicalauftritt verstehen. Ja? Das heißt, alles muss für Sie Bühne sein. Nicht nur die Momente auf der Bühne, sondern alles. Ja? Trotzen Sie jedem Augenblick Ihres Lebens das Musical-Drama ab. Ja? Und halten Sie dabei mit Ihren Tränen und Emotionen nicht zurück, damit Sie diese notfalls 8-mal die Woche einsetzen können. Ja? Haben Sie mich verstanden? Die muss ich ja völlig bei Null anfangen. Das ist ja Wahnsinn. Also klar, ein Beispiel. Gerade eben war ja die Fußball-EM. Und die Spieler werden ja direkt nach Abpfiff zum Interview gebeten. Das klingt dann ungefähr so. Herr Lukas Podolski, Sie wurden in der Halbzeitpause ausgewechselt. Was sagen Sie dazu? Ja gut, ich sag mal, der Miroslav Klose und ich, wir sind ein super Trio. Ich meine natürlich Quartett. Aber es ist immer ein gutes Gefühl, den Manuel Neuer hinten drin zu haben. Aber Fußball ist halt so, wie Schach. Nur ohne Würfel. Jetzt stellen wir uns mal vor, man würde einen Musicalstar direkt nach dem Schlussapplaus zum Interview bitten. Das klingt dann ungefähr so. Herr Serkan Kaya, Sie wurden in der Pause von Hinterm Horizont umbesetzt. Was sagen Sie dazu? Ja gut, ich sag mal... Das kann man stundenlang weiterführen. Es gibt noch eine weitere Steigerung. Nach Musical Star kommt die Gattung Musical Diva. Davon sind wir alle meilenweit entfernt. Eine Musical Diva würde ungefähr so reagieren. Herr Uwe Kröger. Herr Uwe Kröger, Sie wurden in der Pause von Miss Saigon umbesetzt. Was sagen Sie dazu? Mein Gott, warum heute? Ich bin durch hier, Abschiedszeit. Hier gibt's nichts, was nicht bleiben macht. Das wird sein, was mich umgebracht. Der letzte Tanz gehört allein nur mir. So würde eine Musical Diva reagieren. Aber es gibt noch eine weitere Steigerung, die ultimative Steigerung. Nach Musical Star und Musical Diva kommt die Gattung Holländer. Ja, also schauen wir uns mal an, wie die Gattung Holländer so darauf reagieren würde. Frau Pia Daus, Sie wurden in der Pause von Elisabeth umbesetzt. Wie erging es Ihnen? Ich weinte, ich lachte, war mutlos und hoffte neu. Doch was ich auch machte, mir selbst blieb ich immer treu. Plötzlich Maya Hartford von der Seite. Die Welt sucht vergebens den Sinn deines Lebens. Und da steht auch schon Maike Börner und ruft, denn ich gehöre nur mir. Plötzlich
Annemieke van Dam von der Seite kickt alle mit einem GT-Kick um und ruft Nomi! Riesenprügelei, Schlägerei, Keilerei. Wienske van Tongeren und Willem einfach Kijk mischen plötzlich auch noch mit. Ganz Holland denkt, warum haben wir die nicht zu EM geschickt? Ganz Deutschland denkt, wir müssen sofort ein Rettungspaket zusammenschnüren unter der Bedingung, dass sie 10 Panzer, Wohnwagen von uns kaufen. Und ich denke, warum muss die österreichische Kaiserin, die eigentlich aus Bayern kommt, immer von Holländern gespielt werden? Haben Sie mich jetzt verstanden? Oh Leute, nee. Das ist ja Wahnsinn hier. Was habt ihr mir für angeschleppt? Okay, ein letztes Beispiel, damit ihr es alle kapiert habt. Elisabeth, bleiben wir bei Elisabeth. Elisabeth, für die, die es nicht wissen, beginnt ja so. Bühne dunkel. Sind wir im Reich der Lebenden? Sind wir im Reich der Toten? Wir wissen es nicht. Plötzlich die Stimme des Richters. Aber warum Lucchini? Warum haben sie die Kaiserin ermordet? Auftritt Lucchini. Aber Maloda! Antworten Sie Luigi Lucchini. Warum? Nacht für Nacht dieselbe Frage seit 100 Jahren. Was soll die Fragerei? Mörder, ich bin tot. Nennen Sie endlich die Hintergründe. Die Hintergründe, ich habe sie ermordet, weil sie es wollte. Sie erinnern sich? Trotzen Sie jedem alltäglichen Moment das Musical-Drama ab. Mal gucken, wie das jetzt funktioniert im Alltag. Wir sind im Wohnzimmer. Frau in der Küche, Mann auf dem Sofa. Sind wir im Reich der Lebenden, sind wir im Reich der Toten? Wir wissen es nicht. Plötzlich die Stimme der Frau. Aber warum, Jürgen? Warum hast du den Müll nicht rausgebracht? Der Mann, lass mich in Ruhe! Antworte mir, Klaus-Jürgen! Warum? Nacht für Nacht dieselbe Frage seit 16 Jahren! Was soll die Fragerei? Menno, ich hab Feierabend! Nenne mir endlich die Hintergründe! Die Hintergründe? Ich hab den Müll nicht rausgebracht, weil der eigentlich Sportschau kommt! Die Sache eskaliert. Die Frau kommt aus der Küche. Jürgen bringt den Müll raus, ich hab's satt. Ich räum dir die ganze Zeit nur hinterher. Kochen und stricken, mich zum Einkaufen schicken. Tu, was ich sag, sonst kannst du mich nicht mehr lieb haben. Jürgen, bring den Müll raus. Und alle. Jürgen, bring den Müll raus. Na, weil ihr... Oh Gott, Leute. Oh. Das klingt nicht wie Musical Stars, das klingt eher wie so ein Brummschrei von einer siamesischen Sumpfkuh. Was ist hier? Aber ich habe zum Glück Anschauungsmaterial mitgebracht. Ja? Das Beste, das Schönste, das Tollste, das Talentierteste, das Wunderbarste und hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses die günstigsten Musical Stars auf dem Markt. Ich habe mitgebracht Sabrina Weckerlin, Patrick Schanke, Patricia Wegen, Christian Alexander Müller und unseren ersten Gast. Sie kennen sie als Ulla in Kein Pardon, Sie kennen sie als Elphaba in Wicked, aber das eigentlich Interessante ist, sie kommt aus Nürnberg. Ja, diese Stadt hat nämlich das legendäre Tempo-Taschentuch hervorgebracht und diese Dame müsste eigentlich das Gesicht dieser Marke sein, denn sie steht für Tempo und Temperament und dort, wo sie auftaucht, bleibt kein Auge trocken.